Ihnen, sehr geehrter Herr Brandner, konnte ich nichts sagen, weil ich erpresst wurde. Mistkerl! Wer? Ach, Steffi, was machst du denn hier? Das kann ich dich genauso fragen. Jeder Abhängige glaubt, dass er mit seiner Sucht alleine klarkommt. Das müsstest du als angehender Arzt eigentlich am besten wissen. Mili, jetzt mach Tom nicht an. Ihr wollt doch nur Zeit für euch haben. Christian ist euch völlig egal. Auf zur letzten Runde. Das ist doch Löhnebergs Schrift. Du. Diesen absurden Anschuldigungen doch nicht glauben. Löhneberg lügt, um sich aus der Affäre zu ziehen. Deshalb ist er auch untergetaucht. Mir war nach einer Zigarette. Du rauchst? Manchmal, wenn ich Stress habe. Und nach den Ereignissen der letzten Zeit. Wie kommst du an diesen Brief? Er lag auf dem Schreibtisch in deinem Büro. Und Löhneberg muss ihn dorthin gelegt haben. Aber wann? Löhneberg ist seit Tagen verschwunden. Und jetzt fragst du dich, warum ich ihn dir nicht schon früher gegeben habe. Ja. Ich wollte dich nicht damit belasten. Du meinst wohl eher, du wolltest dich nicht belassen. Wie oft soll ich den noch versichern? Alles, was hier drin steht, ist wahr. Löhneberg wollte mich warnen. Vor dir. Du hast das Geld für das Fundament unterschlagen. Arno, bei aller Freundschaft, jetzt gehst du zu weit. Du bist ein Stümper und ein Betrüger. Nicht mal die einfachsten statischen Berechnungen kannst du deuten. So was nennt sich Architekt. Aber du, dich auszunehmen war doch ein Kinderspiel. Also jammere jetzt nicht, dass du pleite bist. Philipp. Und wo warst du, als er wieder Ecstasy genommen hatte? Wir haben mit Christian geredet. Christian braucht keine Predigten. Er muss merken, dass er nicht alleine ist. Was erwartest du von uns? Sollen wir den ganzen Tag mit ihm Händchen halten? Nein. Aber ihr könntet was zusammen unternehmen. Das wollten wir ja. Aber er wollte nicht. Ihr macht es euch verdammt einfach. Wir können ihn doch zu nichts zwingen. Sonst fühlt er sich unter Druck gesetzt und nimmt erst recht was. Christian soll also zusehen, wie er alleine zurechtkommt, ne? Gott, wenn du auf ihm genauso rumhackst, dann wundert's mich nicht, dass er sich Pillen einwirft. Ist doch wahr. Komm, lass uns gehen. Man sieht sich. Uli und du. Ihr braucht noch ein bisschen Zeit. Es dauert eben eine Weile, bis man so eine Trennung verarbeitet hat. Uli hat es mir gerade sehr einfach gemacht, ihn schnell zu vergessen. Er hat sich total verändert. Erst belügt er mich wochenlang und jetzt hat er nicht mal mehr Zeit für Christian. Wenn man frisch verliebt ist, dann vergisst man schon mal, dass es noch andere Dinge auf der Welt gibt. Versuche ihn erst gar nicht zu verteidigen. Für mich ist Uli gestorben. Die Polizei wird dich auslachen und uns nach Hause schicken. Abwarten. Ohne Löhneberg kannst du mir nichts beweisen. Irrtum, mein Lieber, hiermit kriege ich dich. Philipp, lass den Quatsch, gib mir den... Was machst du? Hör auf damit! Philipp! Hör auf! Na! Schreit ihr denn? Was ist denn hier los? Ein kleines Ballett. Bis weiter. Scheint nicht dein Tag zu sein. Arno! Raus mit dir! Spinnst du? Was hat Philipp dir denn getan? Er wird nicht den Mut haben, es dir zu erklären. Geht's? Was ist denn hier los? Arno ist im Zweifel, weil seine Firma ruiniert ist. Also suchte einen Schuldigen. Ja, und was hast du damit zu tun? Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich muss noch mal kurz wohin. Bis gleich, ja?
Habt ihr heute Abend schon was vor? Wenn nicht, könnten wir uns in der Altstadt treffen. Ja, klar, gerne. Aber Daniel kommt bestimmt nicht mit. Und morgen Abend? Da kann er vermutlich auch nicht. Hat er Schichtdienst? Daniel ist zwar der Vater, aber wir sind nicht zusammen. Er hat also eine andere. Genau wie meiner. Erst die große Liebe vorgaukeln und dann... Daniel ist anders. Nur weil er mit dir die paar Übungen hier macht? Nicht nur. Er hat mir auch sein Zimmer überlassen. Aber mit dir darin wohnen, das will er nicht. Er liebt Gabriella. Und du ihn. Also wenn du meine Meinung wissen möchtest, ich würde alles tun, damit er die andere in den Wind schießt. Du spinnst ja. Dann eben nicht. Mit dem Mietvertrag hat alles geklappt, ja. Du, was ich dich fragen wollte, hast du Lust, mit mir morgen zu frühstücken? Ja? Ach, wie schön. Gut, dann freue ich mich. Danke, Can. Tschö. Hallo. Hallo. Guck mal, unser Mietvertrag ist schon da. Das ging aber schnell. Wenn wir wollen, können wir sofort einziehen. Aber nicht mehr heute Abend, ja? Schlüssel habe ich auch schon für dich. Danke. Wenn du Lust hast, dann kannst du doch mit deinen Freunden eine Party feiern, zum Einzug. Mit welchen denn? Wenn ich Uli und Tom sehe, wird mir ganz anders. Dann lädst du die eben nicht ein. Und Gabriella, für die bin ich Luft, weil ich Natascha geholfen habe. Ach, und da fällt Daniel natürlich auch weg. Bleibt noch Natascha. Die hängt nur mit den beiden rum. Jemand aus der Schule? Die pauken alle fürs Abi und haben keinen Bock auf Party. Vielleicht Kathi? Die ist immer noch krank. Und Christian, für den existiere ich nur, wenn er mich braucht. Ja, und Heino? Wenn wir in der neuen Wohnung sind. Wird alles anders. Bestimmt. Und außerdem bin ich ja auch noch da. Hallo, ihr beiden. Hi, Was darf's denn sein? Ein Wasser, bitte. ich bin nur auf der Durchreise. Aber du hast doch bestimmt Durst. Naja, so anstrengend war die Schwangerschaftsgymnastik nun auch nicht. Oh, bei den Atemübungen bist du aber ganz schön aus der Puste gekommen. Du hättest ihn mal sehen sollen. Das liegt bestimmt daran, dass die Lunge von werdenden Müttern anders gebaut ist, ne? Klar, woran auch sonst? Danke, Wofür? dass du zur Gymnastik mitgekommen bist. Ach, ist doch selbstverständlich. Britta zum Beispiel hat niemanden, der sich um sie kümmert. Soll ich dir noch die Tasche hochtragen? Das schaffe ich schon alleine, aber vielleicht hast du noch einen Augenblick Zeit. Oder wartet Gabriele auf dich? Ach Quatsch. Eine halbe Stunde habe ich noch. Wollen wir uns hinsetzen? Sag mal, weißt du eigentlich, wie man da Luft reinkriegt? Vielleicht klappt's ja mit einer der Atemübungen, die wir vorhin gelernt haben. Wenn nicht, dann versuchen wir es mal mit einer Luftpumpe. Oben müsste eigentlich noch eine sein. Na, Durchreisender, hast du es dir anders überlegt? Ich nehme eine Cola, ja. Ist dir nicht gut? Nein, ist schon okay. Ich musste nur gerade daran denken, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß, du hast mir versprochen, mich nicht hängen zu lassen, aber nach all dem, was Britta vorhin erzählt hat, habe ich doch wieder Angst. Verstehst du das? Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann sag Bescheid, ja? Selbst wenn 10 Messehallen abgerissen werden müssten. Das ist doch noch lange kein Grund, auf dich loszugehen. In gewisser Weise verstehe ich, Arno. Wenn Arno kein Geld mehr hat, dann soll er noch einen Kredit aufnehmen. Würdest du in eine Firma investieren, dessen Bauten zusammenstürzt? Nee. Und einen Auftrag würdest du so ein Unternehmen bestimmt auch nicht erteilen. Keine Aufträge, keine Einnahmen. Und ohne die bleibt Arno auf seinem Kredit sitzen. Aber warum lässt er seine Wut an dir aus? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich in Bezug auf Löhneberg recht hatte. Ich habe Arno immer vor ihm gewarnt, aber er wollte gar nicht hören. Was hast du vor? Wonach sieht es aus? Arno tut es bestimmt schon leid, dass er dich geschlagen hat. Und dass er dich rausgeworfen hat, das hat er bestimmt auch nicht so gemeint. Selbstverständlich. Ich ziehe lieber in ein Hotel. Aber Arno braucht dich. Keine Sorge. Ich lasse ihn schon nicht im Stich. Obwohl ich große Lust dazu hätte. Arno wird sich bei dir entschuldigen.
Tja. Und dann habe ich ihm eine gescheuert. Dabei hätte ich selbst doppelt Prügel verdient. Philipp hat völlig recht. Ich habe es ihm so leicht gemacht. Du hast ihm eben vertraut. Und du hast mich gewarnt. Hätte ich auf dich gehört. Ja, hätte, wenn. Das bringt dich jetzt auch nicht weiter, Arno. Warum nur? Warum? Ich habe ihn behandelt wie meinen Sohn. Philipp hat sich eben auf seine Weise bedankt. Was ging nur in ihm vor? Keine Ahnung. Wir sollten jetzt auch besser überlegen, wie du da wieder rauskommst. Der Zug ist abgefahren. Brandnerbau gehört mir. Für Schäden, die durch die Firma verursacht werden, bin ich persönlich haftbar. Ja, aber nur, wenn du sie auch verursacht hast. Oder mein Erfüllungsgehilfe, wie es so schön im Juristendeutsch heißt. Aber Philipp hat nicht in deinem Auftrag gehandelt. Er hat in die eigene Tasche gewirtschaftet. Angenommen, man könnte der Versicherung nachweisen, dass Philipp das Geld für die Fundamentverstärkung unterschlagen hat. Würde sie für den Schaden aufkommen müssen und Philipp zur Verantwortung ziehen. Ja, ich weiß. Ja, dann ist doch klar, was du als nächstes tust. Du zeigst Philipp an. Ohne den Brief kann ich ihm nichts beweisen. Und Löhneberg ist wie vom Erdboden verschluckt. Naja, vielleicht gibt's ja noch irgendwo ein paar Buchungsbelege, Quittungen, Zeugen, die ein Gespräch mitbekommen haben. Also, versuch mal was zu finden. Und du bist sicher, dass es so aussieht? Ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Steht es nicht dabei? Was hättest du denn jetzt lieber? Na, einen Sohn oder eine Tochter? Ist doch egal, Hauptsache das Kind ist gesund, oder? Ist was? Ja, ist dir nicht gut? Doch. Es hat sich bewegt. Unser Kind hat gerade zum ersten Mal gegen meinen Bauch getreten. Ach komm. Da, schon wieder. Willst du auch mal fühlen? Mhm. Und? Merkst du, wie es tritt? Ja, das ist bestimmt ein Junge. Und wenn er groß ist, dann wird er Karatekämpfer. Hm? Hi. Gibt's irgendwelche Probleme? Nee, ist alles in Ordnung. Ich gehe dann mal. Tschüss. Schlaf gut. Ja, gute Nacht. Du fragst dich jetzt sicher, was das eben sollte. Hm? Naja, das Baby hat zum ersten Mal getreten und da wollte ich einfach... Ja, ist okay. Ich verstehe das. Hier, danke. Lass es dir schmecken. Morgen. Darf ich? Klar, setz dich doch. Und jetzt erzähl mal, was gibt's denn Neues? Wir ziehen um. Aber sonst? Und bei dir? Mir geht das Liebespaar zu Hause ziemlich auf den Geist. Kann ich mir vorstellen. Hi. Und? Was kriegst du? 10 Brötchen zum Mitnehmen und einen Kaffee, bitte. Geht klar. Für Uli dreht sich alles nur noch um Tom. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das Bescheuerte ist nur, dass ich mir trotzdem Sorgen mache. Das kann ich mir zum Glück verkneifen. Kein Wunder, nachdem wie er dich behandelt hat. Erst betrügt er mich, dann ist er zu feige dazu zu stehen und jetzt ist er auch noch glücklich. Ist das vielleicht fair? Nein. Weißt du, Millie, das braucht alles seine Zeit. Fragt sich nur, wie viel. Ich habe das Gefühl, ich trete nur auf der Stelle. Schule, Hausaufgaben, Abendessen, Erika, Bett. Und zwischendurch darf ich als seelischer Mülleimer für andere herhalten. Daran bist du aber nicht ganz unschuldig, ne? Weil ich niemanden hängen lasse. Aber wehe, ich brauche mal jemanden. Dann lässt sich von meinen sogenannten Freunden keiner mehr blicken. Falsch. Ich bin ja noch da. Wenn du nicht gerade in Nepal oder sonst wo bist. Am besten, ich fahre auch weg. Wohin denn? Ich habe da so eine Au-pair-Vermittlung angerufen. Au pair? Und wo? Am besten ganz weit weg. Fragt sich nur, wie meine Mutter damit umgeht. Sie wird dich schon verstehen. Hoffentlich. Ja?
Morgen. Bevor du dich aufregst, lass mich bitte erklären. Natascha. Warum sollte ich mich dann aufregen? Naja, die Situation vorhin zwischen Daniel und mir, das muss ziemlich eindeutig ausgesehen haben. Du meinst wohl zweideutig. Natascha, zu spüren, wie sich das Kind in deinem Bauch bewegt, da ist doch nichts bei. Du hast kein Problem damit? Nein, warum sollte ich? Ich vertraue Daniel und natürlich auch dir. Es war wirklich ganz harmlos. Ich weiß. Und eigentlich wollte ich dir auch nur sagen, wenn du irgendwo hin musst, zum Arzt oder sonst wohin, dann sag Daniel einfach Bescheid. Ich habe kein Problem damit. Echt? Ja, klar. Ciao. Auf deine neue Wohnung. Hast du dir schon überlegt, wann du umziehen willst? Na, so bald wie möglich, falls Millie einverstanden ist. Wie geht's deiner Tochter eigentlich? Ach, sie leidet immer noch schwer unter der Trennung von Uli. Ach, das arme Ding. Und da kann man gar nicht helfen. Nein, da muss sie leider alleine durch. Vielleicht wird dir die neue Wohnung gut tun. Ja, eine neue Wohnung hilft beim Vergessen. Nina. Ja, Nina. Er ist da, er ist da. Wer immer es ist, er muss warten. Oder kann er bedienen? Millie. Ich habe nicht gesehen. Das lag nicht an mir. Daniel, Gabriela und ich, wir hatten eine Menge zu besprechen. Schon gut. Wie läuft's denn mit den beiden? Gut. Gabriela hat keine Probleme mehr damit. Ich meine, dass Daniel sich um mich kümmert. Hört sich doch gut an. Wo ist der Haken? Ich liebe ihn immer noch. Du willst ihn doch noch für dich. Das Problem ist nur, dass Gabriela inzwischen sowas wie eine Freundin für mich geworden ist. Verstehe. Du warst doch auch mal in so einer ähnlichen Situation mit Nick. Ich habe mich damals gegen die Liebe entschieden. Du hast recht. Guten Morgen. Morgen, Nick. Ich habe dir Brötchen mitgebracht. Nett von dir. Sieht so aus, als treten deine Nachforschungen über Philipp auf der Stelle. Sieht man mir das an? Nur wenn man genau hinsieht. Aber falls es dich beruhigt, ich krieg heute Morgen auch kaum noch die Augen auf. Und was ist dein Ärger? Zu viel Kölsch. Ich war gestern Abend noch mit ein paar Kollegen von den verschiedenen Baustellen einen trinken. Wollte mal hören, was sie so über Philipp wissen. Lass mich raten, Fehlanzeige. Naja, die meisten hatten kaum Kontakt zu ihm und wenn doch, dann wussten sie nichts Konkretes. Nur interessanterweise waren sich alle in einem Punkt einig. Philipp ist nicht astrein. Das alte Lied. Alle Welt weiß es, nur nicht der, den es am meisten anging. Was sagt Steffi dazu? Die hält zu ihm. Er hält sie bestimmt gegen dich auf. Ja klar, das kann er auch. Nur wird es ihm wenig nützen. Sobald sie die Wahrheit über Philipp erfährt, dann trennt sie sich von ihm. Sie wird mich nicht im Stich lassen. Sie nicht. So, jetzt habe ich endlich Zeit. Also, wer ist gekommen? Du hast eine Au-pair-Stelle? Ja, und wo? Sydney. Super. In Australien ist total klasse. Ja, die Sache hat nur einen Haken. Du musst Drillinge betreuen. Der Job beginnt schon in 2 Wochen. Ja, und dein Abi? Ja, ich weiß, so kurz vorher alles hinzuschmeißen ist blöd, aber das Abi kann ich immer noch nachmachen. Also, was hält dich hier? Abgesehen von deinen Freunden. Meine Mutter hat doch gerade eine Wohnung für uns gefunden. Verstehe. Jedenfalls freut sie sich total darauf, mit mir zusammen zu wohnen. Und du? Freust du dich auch? Sie hat doch sonst niemanden. Millie, das ist nicht die Frage. Nimm die Stelle an. Deine Mutter kommt doch ganz gut ohne dich klar. Meinst du? Und was sagst du, wie gefällt sie dir? Gut. Millie und du, ihr werdet euch hier bestimmt sehr wohl fühlen. Ich kann es auch kaum abwarten, mit ihr zusammen die Möbel auszusuchen. Ah, habt ihr euch denn schon auf eine gemeinsame Linie geeinigt? Ach, das ist gar nicht nötig. Unser Geschmack ergänzt sich großartig. Und sonst? Ich meine, wie stellst du dir das Zusammenleben mit Millie vor? Harmonisch? Keine Probleme? Ja, eigentlich keine.
Bis auf ihre Unpünktlichkeit, aber Wann wollte sie denn da sein? vor 10 Minuten. Naja, gestehe ihr wenigstens das akademische Vierte zu. Hm? Du, meinetwegen kann sie auch mehr haben. Hauptsache, sie kommt. Am liebsten würde ich heute schon mit dem Umzug loslegen. Ja, bei aller Freude, morgen ist auch noch ein Tag. Ja, stimmt. Aber es wird bestimmt großartig, wenn Millie und ich hier zusammen wohnen. Hallo, Hi. wie geht's? Mäßig. Und selbst? Naja, die Aussicht, bald arbeitslos zu sein, ist nicht gerade berauschend. Du weißt davon. Arno hat's mir erzählt. Hat Arno dir auch erzählt, dass er völlig durchgedreht ist und Philipp niedergeschlagen hat? Ach, kein Wunder nach dem, was der sich geleistet hat. Philipp hat Arno immer vor Löhneberg gewarnt. Arno wollte nicht auf ihn hören und hat ihm trotzdem das Geld für das Fundament gegeben. Das stimmt nicht. Arno hat Philipp das Geld gegeben. Willst du damit sagen, dass Philipp lügt? Lügt, betrügt. Du hast die Wahl. Das hast du dir ja fein ausgedacht. Du lässt dich von Philipp manipulieren. Die ganze Zeit spielst du Philipp den guten Freund vor. Und hinter seinem Rücken hetzt du Arno gegen ihn auf. Und weißt du warum? Weil du eifersüchtig bist. Komm, Steffi, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Philipp und mich kriegst du jedenfalls nicht auseinander. Egal, was du versuchst. Hallo. Millie, warum nimmst du nicht deinen Schlüssel? Ja, du bist doch da. Wie war's in der Schule? Wie immer. Sag mal, hast du heute Nachmittag schon was vor? Nein. Ich habe mir gedacht, wir könnten ein paar Möbelhäuser zusammen abklappern, ne? Ja, das können wir gerne machen. Aber vorher muss ich dir was sagen. Hast du Probleme? Nein, eigentlich nicht. Die Au-pair-Vermittlungsstelle hat mir geschrieben. Ich könnte für ein Jahr nach Sydney gehen. Sydney? Ich muss einfach mal raus hier. Verstehe. Dann haben wir ja noch ein paar schöne Monate hier in unserer neuen Wohnung. Das glaube ich nicht. Der Job beginnt schon in 2 Wochen. Arno? Arno, bist du oben? Ich bin hier. Hey, es tut mir so leid. Schon gut. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann... Hast du schon. Du bist da. Du weißt doch, dass du immer auf mich zählen kannst. Und auf Philipp. Du müsstest dich nur bei ihm entschuldigen. Also doch. Du glaubst, es ist ein Märchen. Quatsch, Philipp ist unschuldig. Philipp ist ein Lügner. Und er hat mich betrogen. Eiskalt hat er mir's ins Gesicht gesagt. Du hast da bestimmt was völlig falsch Da drüben verstanden. hat er gestanden und mich verhöhnt. Es war ein leichtes, mich auszunehmen, hat er gesagt. Ich verstehe, dass du im Moment ziemlich durcheinander bist. Aber du solltest dich trotzdem bei Philipp entschuldigen. Nein, Steffi. Philipp geht endgültig und zwar mit Sack und Pack. Schade, dass du so denkst. Was hast du vor? Wenn mein Freund hier nicht mehr willkommen ist, dann will ich auch nicht hier bleiben. Ich ziehe aus.